Equipment und den Char mit rüber transferieren kann? Das ist falsch. Man kann alle Items, die auch im Cache-Shop verfügbar sind, mitnehmen. Und sein Equipment und sein Charakter. Alle Power-Ups, die es im Spiel gibt, nimmst du mit. Alle Protects. Also eigentlich 90% deines Inventars. Und die 10%, die du nicht mitnimmst, sind halt Items, reguläre Items, die du so einfach droppst zum Beispiel. Quest-Items, Food, Pillen, Blinkwings. Sofern sie nicht aus dem Cache-Shop sind. Blinkwings. Das nimmst du nicht mit, aber alles andere nimmst du mit. Also beispielsweise, guck dir mal mein Inventar an. Diese gesamte untere Hälfte, also bis auf die Karten, aber dieser gesamte untere Batzen, der würde mitkommen. Da würde nicht ein einziges Item gelöscht werden. So. Na gut, okay, ich sehe da gerade einen Wing. Einen Ring und ein paar Quest-Items, die natürlich nicht. Aber diese ganzen Premium-Items da unten, die würde ich alle mitnehmen. Da würde nichts gelöscht werden. Also es ist schon deutlich mehr als nur dein Equipment. Die Faustregel ist eigentlich, wenn du es im Cache-Shop kaufen kannst. Es geht nicht darum, dass du es im Cache-Shop gekauft hast. Wenn du es im Cache-Shop kaufen kannst, dann nimmst du es mit. Das ist eigentlich so die Faustregel. Plus dein Equipment. Und den Char natürlich an sich auch. Eine bekannte Ausnahme, die nicht mitgenommen wird, die immer wieder für Verstörung und Verwirrung und Ärger sorgt, obwohl man es jetzt ja schon seit mehreren Jahren weiß, aber es passiert trotzdem immer wieder, dass es jemand nicht weiß, ist, dass man das Pet nicht mitnimmt. Also dein Pet, nicht dein CS-Pet, weil CS-Pet kannst du ja im Cache-Shop kaufen, sondern dein Pet-Pet, dein Stat-Pet. Das nimmst du zum Beispiel nicht mit. Und das, aus irgendeinem Grund, obwohl man es jetzt sagt, vor dem FEC, dann sagt man es ungefähr 100 Mal während dem FEC, dass man nicht so viel Geld für Pets ausgeben sollte, weil sie ja gelöscht werden und so. Und trotzdem gibt es am Ende dann immer welche, die sagen, was? Mein Pet wird nicht mitgenommen? Was für ein Scam. Man kann es nicht oft genug sagen und trotzdem kriegen es manche leider nicht mit. Und was natürlich auch nicht mitgenommen wird, obwohl du es im Cache-Shop kaufst, sind die Flasks. Also die Penya Flask und die Red Flask, die Adventurer Flask. Sind zwar Cache-Shop-Items, also grundsätzlich wäre das die Bedingung, wird mitgenommen. Aber logischerweise sind das ja FEC-exklusive Items, die nur auf dem FEC existieren. Also nimmt man die natürlich dann auch nicht mit. Was? Ich kann mein Statpad nicht mitnehmen? Das geht ja gar nicht. So. Also das sind so die grundsätzlichen Sachen. Und dann gibt es halt auch, ich meine, es gibt immer ein paar Ausnahmen. Es gibt in Flyf ungefähr 58 Millionen verschiedene Items. Hier und da gibt es vielleicht noch ein, zwei Ausnahmen, an die man jetzt auch nicht unbedingt immer sofort denkt. Aber das Gute ist ja, ich meine, außer beim Pet halt. Ich meine, beim Pet weiß man es ja eigentlich. Und das Pet ist auch etwas extrem Teures. Die meisten Items, die noch unter diese Regel fallen würden, sind ja nicht so teuer. Oder dann gibt es halt noch so Spezialsachen wie Bloody Cloud, kannst du mitnehmen. Aber nur, wenn du dich ausgeloggt draufstehend ausloggst. Also musst du dich halt beim letzten Logout musst du dich auf die Bloody Cloud stellen, dann kannst du sie auch mitnehmen. Und solche Sachen halt. Aber, wie gesagt, erstens mal sagen wir das ja ungefähr 5 Millionen Mal. Während dem FEC und danach, weil die Frage ja auch 5 Millionen Mal kommt. Und dann gibt es ja am Ende auch noch die Liste, wo alles drinsteht. Und die Liste der letzten paar Jahre übrigens, die ist auch jetzt noch verfügbar. Also du könntest jetzt einfach bei Google eingeben, FWC Transfer List oder auf der Webseite einfach gucken. Und dann könntest du sie dir einfach angucken. Und da hat sich grundlegend noch nie etwas geändert. Natürlich kommen neue Items hinzu, die bisher nicht existiert haben. Aber das Grundsätzliche dieser Liste, das ist jetzt die letzten Jahre immer eigentlich gleich geblieben. Und auch das könnte man jetzt machen tatsächlich. Also jetzt schon explizit dieses eine spezifische Item, dass du unbedingt wissen musst, ob das mitgenommen wird oder nicht, weil du da dein ganzes Geld reinbuttern willst oder so. Das kannst du auch jetzt schon nachschauen, theoretisch.
Also da muss man nicht bis 2 Wochen vor Schluss warten, bis die Liste veröffentlicht wird, sondern das könnte man auch jetzt nachschauen, wenn es einen wirklich so brennend interessiert. Aber wie gesagt, also grundsätzlich alle Items, die du im Cache-Shop grundsätzlich kaufen kannst, ob du sie dort gekauft hast oder nicht, spielt keine Rolle. Die werden übertragen. Und grundsätzlich alle Items, die du in-game erspielst, grundsätzlich werden nicht übertragen. Das sind eigentlich so diese beiden grundsätzlichen Regeln. Also alles, was du einfach droppst sozusagen, grundsätzlich wird's gelöscht. Also alles, was aus dem Spielfluss entsteht, wird gelöscht und alles, was ein Premium-Item darstellt, wird nicht gelöscht. So kann man es eigentlich auch halbwegs gut verallgemeinern. Aber wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen. Lieber selbst aufziehen oder einfach ein S-Pad günstig kaufen? Auf dem FEC jetzt speziell oder allgemein? Standardantwort, niemals upgraden, immer kaufen. Ist immer günstiger und risikofrei. Und auf dem FEC würde ich halt auch stark davon abraten, auf perfekte Pets zu gehen. Sondern halt nur so bei Crit Damage, so im mittleren Bereich zwischen 25 und 38 vielleicht, wäre so der mittlere Pet-Bereich. Also alles unter 25 ist ja basically ein Reroll-Pet. Und alles über 38 ist zu nah an perfekt. Das wird dann sehr schnell sehr teuer. Vor allem, wenn man auf die 40 zugeht. Ja, da wäre ich vorsichtig.